5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. America has launched. Raketen sind beeindruckend. Sie tragen Zehntausende von Kilo in den Orbit. Jetzt stellt sich aber die Frage, was haben Raketen eigentlich mit unserem Thema zu tun? Von außen gesehen gar nichts, von innen gesehen sehr viel. Sie werden mit Brennstoffzellen betrieben. Brennstoffzellen sind galvanische Zellen, in der die Reaktionsenergie aus einem kontinuierlich zugeführten Brennstoff in Kombination mit einem Oxidationsmittel in elektrische Energie umgewandelt wird. Zu beachten ist, dass eine klassische Brennstoffzelle kein Energiespeicher, sondern nur ein Wandler ist. Was genau das heißt, das werdet ihr später noch erfahren. Das Besondere an einer Brennstoffzelle ist, dass ein Brennstoff, wie zum Beispiel Wasserstoff, mit einem Oxidationsmittel, wie zum Beispiel Sauerstoff, direkt aus chemischer Energie in elektrische Energie umgewandelt wird, ohne dass irgendwelche Zwischenschritte benötigt werden. Bereits im Jahr 1893 wurde das Prinzip der Brennstoffzelle erfunden. Zur Orientierung, das ist 7 Jahre nach der Erfindung des ersten Autos von Carl Benz im Jahr 1886. Damals forschte Sir William Groove an der Umkehrung der Elektrolyse aus Wasserstoff und Sauerstoff, um Strom zu erzeugen. Das Prinzip konnte sich jedoch nicht gegen etablierte Technologien wie die der Dampfmaschinen durchsetzen. So kam es, dass zwar weiterhin an Brennstoffzellen geforscht wurde, sie aber nie so richtig zum Einsatz kamen. Erst die NASA entdeckte die Technologie der Brennstoffzellen wieder, da sie als ideales Bordkraftwerk für die Apollo-Mission dienten. Nach diesem Schritt begann auch in Europa und Japan und in den USA wieder Forschung an Brennstoffzellen. Erste kleine Kraftwerke wurden mit solchen gebaut. Seit einigen Jahren arbeiten Forscher in Zürich und Stuttgart und an den Instituten der Fraunhofer Gesellschaft daran, miniaturisierte Brennstoffzellen in Handys und Laptops zu verbauen. Auch immer mehr Autobauer beginnen, Brennstoffzellen in ihre Autos einzusetzen und sie damit effizienter zu gestalten. Der Aufbau und die Funktionsweise einer Brennstoffzelle ist vergleichbar mit dem Prozess in einer Batterie. Die Brennstoffzelle besteht aus einer Anode, die positiv geladen ist, und einer Kathode, die negativ geladen ist. Beide werden von einem Elektrolyten, also einem Ionenleiter, voneinander getrennt. Um einen elektrischen Stromfluss zu erzeugen, werden die Elemente H2, also Wasserstoff, und O2, Sauerstoff, von außen zugeführt. Der geladene Wasserstoff wird an der Anode durch Abgabe von Elektronen in seine einzelnen Teile zerlegt. Er wird oxidiert. Die Wasserstoffelektronen bleiben in der Anode, bis sie beginnen, sich untereinander abzustoßen. Wenn dies eintritt, bewegen sich die Wasserstoffelektronen über den elektrischen Leiter, wo sie von einem Verbraucher als elektrischer Strom abgeleitet werden können, weiter zur Kathode. Die übrig gebliebenen Wasserstoffprotonen H+ wandern durch den Ionenleiter bzw. Elektrolyten hindurch bis zu der Kathode. An der negativ geladenen Kathode werden die Sauerstoffmoleküle in ihre Bestandteile aufgeteilt. Sie werden also reduziert und gleichzeitig nimmt jedes Sauerstoffion 2 Elektronen des Wasserstoffs auf und wird so zu H2O, also Wasser, das als Abfallprodukt wieder abgegeben wird. Die Effizienz und Umweltfreundlichkeit künftiger Alltagstechnologien steht an erster Stelle. Dazu gehört unter anderem, so wenig Energie wie möglich in so viel Energie wie möglich umzuwandeln. Dazu lassen sich die beiden Technologien Wärmekraftmaschine und Brennstoffzelle sehr gut vergleichen. Wärmekraftmaschinen werden zum Beispiel als Verbrennungsmotoren in Autos genutzt. Sie funktionieren, indem, wie der Name es schon sagt, zuerst chemische Energie durch Verbrennung in thermische Energie umgewandelt wird. Die thermische Energie wird dann wieder in mechanische Energie umgewandelt und erst im nächsten Schritt wird das Finalprodukt der elektrischen Energie herbeigerufen. Dadurch, dass in der Brennstoffzelle mehrere Prozesse gleichzeitig ablaufen, also gleichzeitig ein Stoff oxidiert sowie reduziert wird, die dabei übertragenen Elektronen als Strom benutzt werden, werden alle Prozesse in der Wärmekraftmaschine umgangen und es muss nicht alles hintereinander passieren. Das Resultat spiegelt sich vor allem in den Wirkungsgraden wider. Das Ideal eines Wirkungsgrades bei der Wärmekraftmaschine liegt bei 45%, wobei das Ideal bei Brennstoffzellen bei 83% liegt. Im Idealfall ist eine Brennstoffzelle also ganze 38% effizienter als zum Beispiel ein Verbrennungsmotor bzw. eine Wärmekraftmaschine.
Die Brennstoffzelle könnte eine der wichtigsten Technologien der Zukunft werden, da sich chemische Energie ihres Treibstoffes nicht durch Verbrennung zu Wärme, sondern durch elektrochemische Prozesse direkt in elektrischen Strom umwandelt. Der größte Vorteil daran ist, dass keine schädlichen Gase entstehen, somit die Umwelt geschützt wird. Das ist auch einer der Gründe dafür, dass große Automarken wie BMW und Volkswagen seit 20 Jahren an Automobilen, deren Treibstoff Wasserstoff ist, und die zur Energieumwandlung Brennstoffzellen sowie einen Elektromotor zum Antrieb nutzen. Die Brennstoffzelle wird allerdings nicht nur bei Autos verwendet, sondern kommt auch bei Laptops, U-Booten oder Drohnen, der Energieversorgung von Einfamilienhäusern sowie der Raumfahrt vor. Wir wissen es nicht, aber vielleicht leben wir irgendwann einmal in donutförmigen Gefäßen im Weltraum, angetrieben mit der Technologie der Brennstoffzellen. Wir warten es ab. Aber vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich. Wir werden es sehen und treffen uns in 50 Jahren wieder.